Hallo und herzlich willkommen bei BVB TV. Wie immer im Trainingslager hier in Bad Ragaz gibt es das große Sommerinterview und auch in diesem Jahr wollen wir dies natürlich durchführen mit unserem Sportdirektor, mit Michael Zorc. Michael, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und zu uns gekommen bist. Ja, die erste Frage, wir sind zum 10. Mal hier in Bad Ragaz. Wie froh bist du, dass wir trotz Corona wieder hier sein können und die Möglichkeit haben, uns hier vernünftig vorzubereiten? Ja, ich glaube, alle Beteiligten haben das ganz gut im Vorfeld auch schon gemanagt, sowohl seitens des Hotels, aber auch vom Club in der Organisation, auch die Agentur, die für uns hier das Trainingslager organisiert. Ich denke, das ist sehr, sehr professionell. Schade ist, dass die Zuschauer nicht dabei sein können, die Fans beim Training. Das war ja immer das hat eine gute Tradition hier. Die Bedingungen sind hervorragend. Ich meine, sonst würden wir das Interview immer erst zum Ende des Trainingslagers können ein kleines Fazit ziehen. Das können wir jetzt noch nicht machen. Nein, wir sind sehr froh. Ich glaube, 10. Mal ist es richtig, dass wir hier sind. Richtig. Ja, das ist Wahnsinn. Bedingungen einmalig. Es ist nicht ganz so heiß wie zuletzt in Dortmund. Das heißt, auch am Abend kühlt es etwas ab und das ist für die Regeneration der Spieler ganz gut. Wir sind ja sehr früh in der Phase der Vorbereitung. Normalerweise sind wir später im Trainingslager. Welchen Eindruck macht die Mannschaft jetzt auf dich so früh? Ja gut, im Moment hast du wenig Problemfälle, sag ich mal. Das heißt, die Stimmung ist sehr gut, die Neuen sind gut aufgenommen worden. Gestern gab es mal eine Trainingseinheit, wo der Trainer quasi die Rollen vertauscht hat, sprich die Offensivspieler mussten verteidigen. Jadon rechts in der Viererkette, Julian Brandt links in der Viererkette. Das war grausame Vorstellung für Stürmer. Das war ganz amüsant, ja du kennst das, ganz amüsant anzusehen. Da hat man gesehen, dass das wirklich alle wirklich mit Spaß bei der Sache sind. Das gefällt mir ganz gut. Durch den Ausfall der Europameisterschaft sind ja auch alle Nationalspieler mit dabei. Inwieweit verändert das die Vorbereitung? Ja, das ist ganz gut. Das ist eigentlich ich will nicht sagen, jetzt ein Luxusproblem, weil es ja keins ist, sondern wir haben die komplette Truppe beisammen. Sonst haben wir doch immer Schwierigkeiten gehabt mit der sag mal, Dosierung dann auch beim Training und bei den Spieleinheiten. Jetzt sind alle auf einem nahezu gleichen Level. Schade, dass Mats jetzt hier noch nicht voll trainieren kann, aber er ist auf einem sehr guten Wege. Natürlich fehlen Marco und Schmelle sowieso aufgrund ihrer Verletzungssituation. Aber das ist eigentlich eine ganz gute Situation, dass du über einen langen Zeitraum die Mannschaft komplett zusammen hast. Du hast ja in deiner Position schon jede Menge Sommer erlebt. Inwiefern hat sich für dich die Situation auf dem Transfermarkt verändert durch Corona? Man hat ja hier und da was von Corona-Rabatt oder Ähnlichem gelesen. Ja, man kann schon feststellen, dass insgesamt, und das merken wir ja selbst auch, deutlich weniger Geld bei den Clubs in der Kasse ist. Corona hat deutlichen Niederschlag gefunden und wird noch finden in den Bilanzen der einzelnen Clubs. Wir sind auch ein Club, der sein Geld verdienen muss, wo dann nicht am Ende ein Scheich oder eben ein Milliardär hinkommt und im Prinzip die Rechnung begleicht. Insofern ist der Transfermarkt in diesem Jahr deutlich ruhiger als sonst. Er wird weiter nach hinten sich verschieben, zeitlich, weil ja einige Ligen erst jetzt beendet worden sind. Die Champions League, Euroleague läuft noch aktuell. Also es wird ruhiger werden, es wird später werden. Und ich glaube, die ganz großen Umsätze, wie wir sie in den Vorjahren gesehen haben, werden wirklich nur vereinzelt stattfinden, so wie man es jetzt bei Chelsea gesehen hat. Da ist eben so ein Fall, da wird ein Scheck ausgestellt und das Geld ist dann da. Ne? Ja, aber insgesamt glaubst du auch, dass sich das alles ein bisschen nach unten bewegen wird? Es wird sich beruhigen. Ich glaube, die Topspieler werden weiterhin ihre Preise haben oder eben dann nicht wechseln. Ja. Außer Achraf Hakimi, der nur ausgeliehen war, hat ja kein Leistungsträger unseren Verein verlassen. Ihr habt ein vielversprechendes Talent dazugeholt mit Jude Bellingham und einen erfahrenen Mann mit Thomas Meunier. Thomas, wie unser Trainer sagt. Ja. Ja. Wie zufrieden bist du jetzt mit der Kaderzusammenstellung? Oder passiert vielleicht auch noch was, weil es ja auch noch eine lange Zeit bis zum Ende ist?
Es ist wirklich, es sind ja von heute an noch fast 2 Monate, bis der Transfermarkt schließt. Und ich bin jemand, der sich da auch nicht selbst, warum sollen wir uns jetzt zeitlich schon hundertprozentig festlegen, ob die eine oder andere Veränderung noch kommen wird. Ich bin da auch noch aufgeschlossen. Vielleicht verlässt uns auch der eine oder andere Spieler noch, weil er bei uns nicht so viele Einsatzzeiten, Möglichkeiten hat, wie er sich das vielleicht vorstellt. Also da gibt es noch einige offene Fragen, aber insgesamt ist es richtig, was du sagst. Nur Achraf als jemand, der als quasi Stammspieler war und hat uns verlassen. Ich glaube, da haben wir mit Thomas Meunier einen sehr guten Ersatz gefunden, ein sehr erfahrener Spieler, eine hervorragende Mentalität, der auch hier hingekommen ist, um nochmal was zu gewinnen, um neue Akzente auch zu setzen. Und man darf auch Matteo Morey nicht vergessen, der da einen großen Sprung der ist auch heiß. Ja, der ist heiß, der ist ich will nicht sagen Giftsberg, aber der da doch auch da auf der rechten Seite seine Ansprüche anmelden wird. Und das ist gut so, da haben wir einen vernünftigen Konkurrenzkampf. Ich glaube, dass wir die Lücke schließen können. Die Geschwindigkeit, die Achraf hatte, die können wir nicht irgendwo herzaubern. Da gibt's, so viele gibt es allerdings. Du vielleicht früher, vor der Verletzung. Ansonsten fallen mir da nicht viel ein. Ne? Wenn wir jetzt noch mal kurz auf Jude Bellingham oder über ihn sprechen. Warum hat sich der BVB um ihn so bemüht? Es waren ja doch unfassbar viele Vereine da, die ihn haben wollten. Ja, weil er ein außergewöhnliches Talent ist. Weil er schon sehr früh sehr weit ist. Wir sind über 2 Jahre an ihm dran, möchte ich mal sagen, oder haben ihn so lange. Er ist erst gerade 17 geworden. Gerade 17 geworden. Wir haben ihn so lange im Visier, beobachten ihn. Er ist uns sehr früh aufgefallen bei den Spielen der englischen Jugendnationalmannschaft und er ist auch ein hervorragender Typ. Hat sich dann auch klar für den BVB positioniert, obwohl wirklich die Top-Clubs aus England da waren und auch noch ein sehr großer Club auch aus Deutschland da war. Und das fand ich gut, dass er da sich klar positioniert hat. Es ist natürlich, wir dürfen sein Alter nicht vergessen, es ist ein Wechsel auf die Zukunft mit sehr, sehr viel Perspektive. Aber ich traue ihm auch schon in dieser Saison zu, dass wir ihn auf dem Platz auch sehen werden. Also wenn man jetzt beim Training so ein bisschen zuschaut, es macht ja jetzt schon einen Riesenspaß, mit welchem Engagement er da zu Werke geht. Das ist ja unglaublich. Ja, man hat das Gefühl, als wenn er nicht seit einer Woche, sondern schon fast ein Jahr hier wäre. Er ist da sehr selbstbewusst, fordert die Bälle, erobert auch viele Bälle. Eben ein richtiger Achter im zentralen Mittelfeld und ich freue mich, wenn ich ihn bei uns am Ball sehe. Jetzt haben wir nicht nur Jude als Jungspieler neu dabei. Hier im Trainingslager sind auch noch andere sehr, sehr junge dabei, Moukoko, Knauf, Collins. Was machen die für einen Eindruck auf dich? Ja, wir haben uns da viele Gedanken im Vorfeld drüber gemacht und insbesondere bei Youssoufa Moukoko sind wir der Meinung, dass er auch schon so weit ist, dass er richtiges Kadermitglied werden soll. Auch wenn er erst ab Mitte November spielberechtigt sein wird mit seinem 16. Geburtstag. Aber er ist schon so weit, er adaptiert alles sehr, sehr schnell, die Spielform, die er vielleicht so nicht kennt aus der Jugendabteilung. Und der wird bei uns im Kader bleiben, wird richtiges Kadermitglied sein. Und die anderen Jungs, die jetzt dabei sind, die sollen sich hier mal zeigen. Und da entscheiden wir dann auch individuell, wie das dann nach der Vorbereitung aussehen wird. Aber es ist sicherlich etwas ganz Besonderes, so 3 Spieler aus der Jugendabteilung in den Profikader überführen zu können. Ja, das muss immer auch ein Teil unserer Strategie und unserer Philosophie sein. Das hat uns in den letzten Jahren sehr gut getan. Und jetzt haben wir natürlich mit Youssoufa jemanden, der auch schon einige Jahre bei uns in der Jugend spielt, dort die einzelnen Jahrgangsstufen durchlaufen hat. Jetzt im letzten Jahr die
Torjägerkanone in der U19-Bundesliga geholt hat. Ja, nicht wirklich, wenn man ihn hier sieht. Ja. Wir sollten nicht zu viel Erwartungshaltung auf seinen Schultern legen, wie gesagt, weil immer das Alter muss noch beachtet werden. Aber der Junge bringt schon sehr, sehr viel mit. Und wir haben ja noch so einen Erling Haaland, der ist ja jetzt auch nicht kurz vor der Rente. Ja, Jadon auch nicht. Das sind auch alles noch junge Spieler, Zagadou 99er Jahrgang, die noch alle sehr jung sind und die sich noch auch peu à peu noch immer weiterentwickeln werden und bestmöglichst auch noch besser werden. Gio, Gio haben wir ganz vergessen. Ja, gut. Das ist vielleicht einer der größten Talente. Der ist ja schon 17. Wirklich unfassbar. Jetzt haben wir ja alle den Spielplan gesehen. Da kommen jetzt in den nächsten 12 Monaten schon die eine oder andere englische Woche auf uns zu. Ich glaube, gerade ja, nicht die eine oder andere, sondern eigentlich fast nur. Ja, genau. Wir fangen an mit 2 normalen Wochen, glaube ich, und dann geht es, glaube ich, komplett durch mit englischen Wochen. Ne? Ich denke, dass gerade allein deswegen es schon sehr wichtig ist, dass man in der Breite gut aufgestellt ist. Absolut, ja. Wir werden, ob man das jetzt will oder nicht, wir werden rotieren müssen, weil wirklich fast nie mal eine Woche Pause ist, um sich zu regenerieren. Insofern wird das Thema Belastungssteuerung schon noch mal eine größere Bedeutung haben in dieser Saison, als es in den Vorjahren hatte. Vielleicht jetzt schon mal so ein bisschen vorschauend auf den Winter. Die Winterpause wird jetzt ganz kurz. Schon im Winter wieder bei den Temperaturen, Norbert. Ja, ich denke, ja, es kam gerade so ein kaltes Lüftchen hier um die Ecke. Hab ich gar nicht gemerkt. Das ist für dich sicherlich auch nicht ganz einfach in Bezug auf Transfers. Das geht ja nahtlos quasi ineinander über, Wechsel, Käufe. Wie gehst du da dran? Gut, die Wintertransferperiode ist jetzt, oder die Winterpause ist jetzt nicht unsere Haupttransferperiode. Da macht man Sachen, wo man auf Entwicklung reagiert, auf vielleicht langfristige Verletzungen reagiert oder wenn man merkt, das hat nicht so funktioniert, wie man sich das im Sommer vorgestellt hat. Da kann man dann nochmal nachjustieren, so wie wir das im letzten Winter getan haben mit Emre und mit Erling. Das hat sich ja auch ausgezahlt. Aber eigentlich sehe ich unseren Kader jetzt doch ordentlich aufgestellt. Ich habe das schon mal gesagt, die eine oder andere Justierung werden wir vielleicht noch vornehmen in den nächsten Wochen. Aber was ganz Großes wird nicht mehr passieren. Zum Abschluss, wir sind schon im Prinzip am Ende. Du wirst gefeiert im Moment in Dortmund und kriegst du das überhaupt mit? Wofür das? Ja, doch. Ja, das mit Jadon, das hat unsere Fangemeinschaft schon aufgerüttelt. Und da gibt es ja verschiedene Ideen. Kriegst du so überhaupt mit, was die Fans sich für Gedanken machen? Ja, ich bin ja auch, bin jetzt zwar nicht auf Facebook oder Instagram, ja nein, das ist nichts mehr für unsere Generation, Norbert. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob du da aktiv bist, ja, bin ich. Aber ich kriege ja auch das eine oder andere zugetragen. Ja, freue mich natürlich da über. Ich denke, das ist das Wichtigste. Freut einen sowas auch mal. Freut mich sehr, wenn man da die positiven Kommentare dann mitbekommt. Aber wir haben eigentlich nur unsere Hausaufgaben gemacht, indem wir im letzten Jahr einfach die Leistungsentwicklung von Jadon honoriert haben, natürlich den Vertrag angepasst haben und dabei eben auch den Vertrag verlängert haben um ein Jahr. Ein wunderbares Schlusswort, vielen Dank. Das war schon wieder, das Sommerinterview mit unserem Sportdirektor, mit Michael Zorc. Und ja, wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Das war's. Vielen Dank, Michael. Tschüss, macht's gut. Euer Nobby.